So, herzlich willkommen zum Tipp des Monats März 2023 und es geht heute um ein paar Materialien, die ich euch vorstellen möchte. Die gab es tatsächlich schon ziemlich lang jetzt im Katalog und ich habe die sozusagen wiederentdeckt und dachte eigentlich, die sind total praktisch und deshalb haben wir uns dazu entschieden, die jetzt ein bisschen aufzuhübschen und auch besser zu markieren und ein paar Materialien hinzuzufügen. Seid mal ehrlich, guckt ihr eigentlich bei den Updates manchmal rein und guckt, was gibt es denn Neues? Naja, wenn ihr die Online-Browser verwendet, dann habt ihr ja gar keine Updates, dann seht ihr das natürlich nicht. Ich muss sagen, ich klicke tatsächlich immer auf OK und dadurch verpasse ich dann auch immer so ein bisschen die Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir haben genug geredet. Gucken wir doch gleich mal in den Materialkatalog und schauen uns an, was da jetzt neu ist. Da gehen wir in den Interior- und Design-Katalog bei den Textiloberflächen, bei Textilien, Betten zum Beispiel. Und ihr seht jetzt hier, da sind Materialien dazu gekommen mit so 3 Punkten. Die 3 Punkte, die kennt ihr wahrscheinlich schon irgendwoher, nämlich vom Variantenobjekt. Da gibt es zum Beispiel diese Handtuchstapel, wo man dann eben diese verschiedenen Farbvarianten auswählen kann. In diesem Fall haben wir jetzt ja hier ein Material, das heißt, das ist ein Farbmaterial, was aber trotzdem eine Struktur besitzt. Zeige ich euch einfach mal schnell. Und zwar habe ich hier was vorbereitet. Jetzt haben wir hier einen Raum und ich habe hier eine hübsche Tapete an der Wand, finde aber eben keine passende Bettwäsche in einer passenden Farbe, die ich gerne hätte für mein Bild. Und dafür benutze ich jetzt genau dieses Material, dieses unifarbene Material. Ist jetzt natürlich erstmal weiß. Und wenn ich das jetzt einmal render für euch, dann seht ihr, oh super, das Material, das hat eine Struktur, sieht ganz gut aus, jetzt hätte ich das nur gerne in einer anderen Farbe. Und tatsächlich ist dieses Material, wenn ihr jetzt hier mal einen Doppelklick in der Materialliste macht, ein Farbmaterial. Das heißt, ihr könnt hier schlichtweg über diesen Farbwähler eine neue Farbe auswählen. Und ich habe mir jetzt speziell für meine Planung hier so eine kleine Farbpalette angelegt. Könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt natürlich auch vorher irgendwo eine Farbe in der Planung ablegen oder direkt den Materialkatalog vorher aufmachen, um dann eben über diese Farbpipette eine Farbe auszuwählen. Hier würde ich euch tatsächlich empfehlen, benutzt diese Farbpipette nicht im gerenderten Zustand, weil das würde die Farbe tatsächlich verfälschen, sondern nehmt das am besten eben aus der Front oder aus der Axonometrie, wo ihr kein gerendertes Bild habt. Dann bekommt ihr nämlich die richtige Farbe. In dem Fall habe ich auch verschiedene RAL-Töne genommen und die wollt ihr natürlich richtig treffen. Dann habt ihr eben genau den richtigen Ton, den ihr in eurer Planung haben möchtet. Also, ich habe ja schon gesagt, die Materialien gab es früher auch schon, die waren aber noch gar nicht markiert und ich denke mal, vielleicht einige von euch hatten die schon entdeckt und hatten die auch benutzt. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, jetzt haben wir die einfach markiert und haben uns gedacht, die sind doch eigentlich sehr praktisch. Haben noch ein paar hinzugefügt. Hier bei der Bettwäsche habt ihr verschiedene. Hier einmal so einen dezenten Streifen, dann einmal fürs Spannbetttuch und auch einmal als Satin-Version. Und auch beim Polsterleder habt ihr hier jetzt eins drin, wo ihr einfach die Farbe ändern könnt. Und sehr praktisch ist das auch bei den Gardinen und den Vorhängen. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Gardinen und Vorhängen? Ich wusste es tatsächlich vorher nicht. Gardinen sind anscheinend immer hell und eher durchsichtig, während Vorhänge eher dunkel gehalten sind und undurchsichtig sind. So, wissen wir das jetzt auch. Und da haben wir euch auch ein paar reingepackt mit verschiedenen Strukturen. Und dann könnt ihr nämlich hier auch super schnell die Farbe ändern, wenn eben nicht genau das im Katalog ist, was ihr haben möchtet. Vergesst natürlich am Ende nicht, eure Farbtabelle hier rauszunehmen. Könnt ihr ja stattdessen ein paar hübsche Bilder an die Wand hängen. An der Stelle darf ich auch nochmal daran erinnern, dass wir euch ja beim Wohnen unter Galerie Bildermotive nach Farben schon die schönsten Motive nach Farben sortiert hinterlegt haben. So habt ihr es nämlich noch einfacher, eure Wände am Ende farblich passend zu dekorieren. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und könnt was damit anfangen.
Und wie immer natürlich die Frage, kanntet ihr die Materialien schon und habt ihr die eigentlich benutzt? Beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht kanntet und sagt jetzt eigentlich, ja, ist ganz praktisch, würde euch noch was einfallen? Wo könnte man denn diese Materialien noch einbringen? Wir sind natürlich immer dabei, die Materialien für euch zu erneuern und neue Materialien hinzuzufügen. Also wenn euch da ein Bereich einfällt, wo ihr sagt, ey, hier könnte ich echt so ein Material gebrauchen, schreibt es uns einfach in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Und dann werden wir schauen, was wir da machen können. Ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich freue ich mich auch super über Likes, die ihr hier unten direkt lassen könnt. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch am besten den Kanal. Dann seid ihr immer direkt informiert. Wir sehen uns beim nächsten Tipp des Monats wieder. Ich wünsche euch einen tollen März und viel Spaß mit Palette Cut.